In unserem dritten Teil wollen wir euch heute zum Thema, welches Thema machen wir eigentlich? Taktik. Richtig, Taktik. Ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Super spannend. Und hier zeigen wir euch jetzt unsere Top 3, also 6 Übungen. Haben wir gerade festgestellt, dass es 6 Übungen sind, wenn alle beide Top 3 Übungen vorstellen. Also Timo, bist du ready? Ja, Taktik macht Spaß und mache ich gerne. Let's go. Nach dem Intro geht's los. Meine Top-Übung, und das ist wirklich eine absolute geile Übung. Darf man das sagen? Affentitten, turbogeile Übung. Das muss man einfach sagen. Save the Score heißt das Ganze. Den Namen habe ich übrigens irgendwann mal ins Leben gerufen. Also kann sein, dass es bei euch anders heißt. Geht darum, dass er einen Winner unter Drucksituationen zu spielt und sich taktisch gut überlegt, wann er diesen Winner spielt. Timo bekommt jetzt, wir spielen es in einer deutlich verkürzten Form fürs Video. Normalerweise macht ihr 30 Bälle, ich mache es jetzt mit 5. Timo, du hast die Aufgabe, 10 Punkte hochzuspielen und jeder Ball, den du über die T-Linie spielst, hier in meine Vorhandecke zählt 1. Du musst dann, um deinen Punktestand zu sichern, musst du vorher, bevor du schlägst, ansagen, dass du sichern möchtest und musst dann länger als T-Linie in die Zielzone treffen. Wenn du triffst, bist du mit deinem Punktestand gesichert. Das heißt, wenn du jetzt 8 hochgespielt hast, sagst sichern, spielst da rein, hast du 8 und machst bei 8 weiter. Trifft er nicht, fällt er auf 0 wieder zurück. 5 Versuche hast du, ja? Also, wir schauen mal, wie er das macht. 1. 2. 3. 4. Safe und 4 gesichert. So, jetzt hat Timo gezeigt, wie es nicht aussehen soll. So, nämlich, was hast du nicht gespielt? Du hast keinen Winner gespielt, du hast den Ball reingeeiert. Was ich möchte, ist, dass er durchzieht, natürlich. Also, zählt als nicht bestanden, deswegen fällst du wieder auf 0 zurück. Du musst einen Winner spielen, ja? 1. 2. Safe. Aha. Schon wird es schwerer, meilenweit aus. Ja? So, was ist jetzt der taktische Aspekt in dieser Übung? Der taktische Aspekt, und das hat er eben auch nicht gut gemacht in der ersten Runde. Ich als Trainer habe ihm natürlich immer wieder mal Bälle angeboten, auf die es sich lohnt, einen Winner zu spielen. Der Spieler soll jetzt verstehen, wann es möglich ist, einen Winner zu spielen. Das heißt, wenn ich mit dem Timo jetzt spiele und ich spiele ihm den Ball, jetzt sage ich mal so dahin, dann spielt er natürlich keinen Winner. Ja? Und unerfahrene Spieler, da werdet ihr sehen, die werden sich im Vorfeld überlegen, okay, ich sichere bei 5. Und dann habt ihr natürlich nicht das, was ihr haben wollt, sondern der Spieler reagiert nicht auf den Ball des Trainers, sondern er sagt vorher, ich spiele beim 5. Ball den Ball da rein, egal was kommt. Und das ist dann taktisch nicht gut. Denn auf so einen Ball spiele ich natürlich, ja, auf den vielleicht schon, aber wenn ich länger spiele, ja, hier auf solche Bälle, ja, jetzt zeige ich es natürlich nicht gut. So, auf solche Bälle spiele ich keinen Winner. Ja, das heißt, der Trainer gibt auch mal so einen kurzen rein, Safe und Gas geben. Ja? Man kann die Übung jetzt noch mal so ein bisschen noch spannender machen, als sie ohnehin schon ist, indem man hier ein ganz in die Ecke eine Matte legt. Timo hat mir erzählt, man soll keine Matten als Zielfelder nehmen. Das wäre unklug. Ich sage, ich finde es geil. Ich finde das schon schön, wenn der Ball da einschlägt. Timo, wenn du die Matte triffst, dann hast du automatisch das Spiel gewonnen. Ja, also, machen es nochmal. Oh, leider auf 0. Erster Ball weg. 1. 2. Safe. Und leider die Matte nicht getroffen, sonst hätte er schon direkt gewonnen. Super gut, super geiles Spiel. Ist alles drin, was ihr braucht, von taktischen Aspekten bis hin zu Drucksituationen. Probiert's aus. Auch jetzt möchte ich euch meine Top 3 Taktikübungen zeigen. Ich bin so weit weg, weil die erste Übung der Return ist. Aus dem Profi-Tennis langer Return in die Mitte. Ich habe ein Zielfeld bei Martin aufgemalt. Er schlägt auf und ich versuche lang in die Mitte zu retournieren, ihn von der Vorwärtsbewegung vom Aufschlag wieder nach hinten zu drängen. Ja, wir gucken mal, Martin schlägt auf, ich versuche einen langen defensiven Return oder auch mal einen schnellen. Ja, das ist egal. So, jetzt habe ich ihn entschärft. Jetzt würden wir den Punkt aus. Oh, der war sehr gut. Genau vor der Linie.
Aber ich habe den Aufschlag mit einem langen Return entschärft. Jetzt versuche ich den mal offensiv lang zu retournieren. Aber aus, aber nicht schlecht. Machen wir nochmal. Hat der Spin gefehlt. Splits der Vorwärtsbewegung, der war auch lang. Zweiter Aufschlag. Und jetzt zweiter Aufschlag, da kann ich natürlich auch mal drauf gehen vor die Füße. Schon habe ich die offensive Position und kann ihn unter Druck setzen. Also langer Flugweg und den Gegner zurückdrängen. Taktische Gründe, keine Winkel halbieren. Ne? Also keine Winkel geben, damit er aus der Mitte agieren muss und selber einen Winkel aufbauen muss. Meine zweite Taktikübung nennt sich offensiv-defensiv. Wir müssen im Tennis beide Spielstile vermitteln und wir müssen eben halt beides lernen und beides üben. Und wir machen jetzt Folgendes. Ich stelle mich jetzt in die Rückhandecke. Wir tun jetzt mal so, als ob wir Einzeltraining hätten. Timo ist mein Schüler und Timo hat jetzt die Aufgabe, jeden Ball offensiv zu schlagen. Und er soll Druck machen in die Rückhandecke. Ja? Jeden Ball offensiv, Feuer. So, da geht noch deutlich mehr. Ja? Geh über den Ball. So. Und ich nehme jetzt als Trainer immer Bälle raus. Ich nehme immer hier das Tempo raus und Timo gibt Gas. Versucht natürlich die Rückhand zu vermeiden. Ups, der ist zu gut. Mit der Vorhand den Druck zu machen. Genau. Ja? Und hier üben wir eben das Nutzen von Chancen, das Schnellmachen von langsamen Bällen. Jetzt nehmen wir das Ganze mal ein bisschen raus. Offensiv, defensiv. Timo soll jetzt defensiv werden und soll versuchen, ich habe jetzt keine Markierung hier gemacht, möglichst lang wieder zurückzuschlagen. Das heißt, ich bin jetzt derjenige, der Gas gibt. Genau. So. Und ich spiele ihm durch die, nochmal bitte, durch die Mitte, spiele ich ihm schnelle Bälle und du musst versuchen, genau. Und offensiv, ja, super, gut getroffen. Nochmal. So, ich gehe Gas und du nimmst raus. So, ich gebe wieder Gas und du nimmst raus. So, das könnt ihr jetzt wunderbar auch mit zwei Spielern machen, die einigermaßen gleiche Spielstärke haben. Und so haben wir das taktische Spiel defensiv-offensiv drin. Und was wir jetzt natürlich mit Beinen regeln können, ist nochmal einen Punkt ausspielen. Das heißt, oh, ich bin ganz schön aus der Puste. Das heißt, ich mache offensiv, du defensiv. Und wenn du kürzer als T-Linie wirst, darf ich einen Punkt machen. Sonst immer durch die Mitte. Ja, der wäre jetzt aus. Da könnten wir die so. Und jetzt kann ich verwerten. Und so kann man auch dann Punkte ausspielen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsübung, die heißt Schnipp-Schnapp, so habe ich sie genannt. Aufschlag nach außen, neben die Hütchen und dann die freie Ecke anspielen. Roger Federer bei Einstand 90% der Punkte Schnipp-Schnapp. Slice-Aufschlag am besten nach außen. Getroffen und jetzt spiele ich in die freie Ecke, der Punkt geht los. Und dann, wenn man den Volley reinspielt, hat man einen Punkt gewonnen. Okay, machen wir nochmal. Knapp daneben. Kann man auch Surfen-Volley spielen zum Beispiel. Ja, weil ich habe ja ein großes Trefferfeld. Wichtig natürlich, zum Schnipp muss der Aufschlag rein. Genau, Treffer. Und dann schnapp in die freie Ecke. Zack, das war perfekt. Kann natürlich auch gegen den Fuß spielen. Das heißt, ich öffne nach außen. Ja, aber aus und dann spiele ich mal in die andere Ecke. Falscher Fuß. Sehr gut. Hand aufs Herz. Wenn ihr ein Match spielt, denkt ihr im Vorfeld des Punktes mal darüber nach, wie ihr den folgenden Ballwechsel gestalten möchtet? Habt ihr eine taktische Marschroute? Habt ihr ein Ziel? Wenn ich das die Schüler und vor allen Dingen eben eher die kleineren, die jüngeren frage, die eben noch nicht so viel Match spielen, dann kommt dann meistens, nee, habe ich nie gemacht. Warum eigentlich nicht? Weil es natürlich im Training noch nie ein Bestandteil war. Und deswegen ist es ungemein wichtig, im Taktiktraining Dinge, Situationen einzuspielen oder einzustudieren, damit die Schüler einen Plan haben und auf gewisse Situationen im Match reagieren können.
Die Übung, die ich jetzt zeige, die dritte Übung, ist Taktik voraussagen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht mit einer Schülergruppe, da seht ihr genau, wie das funktioniert. Ich habe das auch da deutlich ausführlicher nochmal gezeigt. Und meine Aufgabe ist jetzt gegen Timo einen Punkt zu spielen und ich nehme mir vorher vor, was ich machen möchte. Ich sage das jetzt leise für euch in die Kamera, sodass ihr es noch versteht, der Timo aber nicht. Und dann gucken wir mal, ob meine Taktik aufgegangen ist. Ich möchte aufschlagen und möchte dann spätestens mit meinem zweiten Schlag nach dem Aufschlag den Punkt machen. So, Timo weiß von nichts. Ja. So, in dem Fall ist es jetzt natürlich so gewesen, dass meine Taktik nicht aufgehen konnte, weil es nicht dazu kam. In dem Fall können wir das Ganze wiederholen. Also aus. Ich versuche natürlich auf die Rückhand zu servieren. Ja, machen wir weiter. Jetzt muss ich treffen. Und meine Taktik ist aufgegangen. Hätte Timo den Ball jetzt zurückgespielt, wäre meine Taktik nicht aufgegangen. Meine Taktik war, Timo mit dem zweiten Ball nach meinem Aufschlag den Punkt zu machen. Hat geklappt, aber wirklich überzeugend war das jetzt nicht. Deswegen versuchen wir noch mal eine andere Variation. Ich versuche, Timo den Fehler machen zu lassen. Ja, Karis kann auch mal den Ball ins Feld spielen. Noch keine Aufschläge gemacht. So. Schlecht. Genau, meine Taktik ist nicht aufgegangen. Ich habe versucht, ihn zu halten. Es ist aber natürlich gegen Timo sehr schwierig. Ich würde so gegen Timo jetzt nicht spielen, weil ich weiß, Timo ist ein exquisiter Defensivspieler. Das heißt, ich würde sehr wahrscheinlich ohne mein schnelles Spiel gegen Timo sehr wenig Punkte machen. Und das könnt ihr alles mit ins Taktiktraining nehmen. Lasst die Kinder mal einschätzen, wo ist der Gegner stark. Auf der Vorhand, auf der Rückhand. Lasst sie dort anspielen und so weiter und so fort. Das alles beinhaltet diese Übung. Probiert es aus. Kommen wir zu meiner dritten Übung, das ist die Ampelübung. Das heißt, ich versuche mir vorzustellen, es gibt rote, grüne und orangene Bälle. Bei roten Bällen spiele ich den Ball sicher zurück, weil er schwer ist. Bei orangenen Bällen gebe ich etwas mehr Dynamik, Power rein und bei grünen Bällen spiele ich eher offensiv. Das heißt, ich schätze für mich das selber ein, sage vorher die Farbe und reagiere. Wir spielen einfach mal, Martin. So, jetzt würde ich sagen, der ist orange, den spiele ich sicher zurück. Ja, der ist grün, jetzt gebe ich Gas. Ah, aus. Na, nochmal. Nochmal grün für mich und gebe Gas. Ja, den würde ich rot sicher zurückspielen, hoch zurückspielen. Jetzt wird er einen grünen Ball haben. So entscheide ich jedes Mal für mich. Jetzt grün, kann ich Gas geben, kann den Ball auch reinspielen theoretisch. Ja, aber so mache ich mir bewusst, welcher Ball ist rot, grün, orange. Habe ich gerade mit meinem 9-jährigen Sohn ausprobiert. Danach hat er gesagt, jetzt verstehe ich, Papa, auch, was du damit meinst. Welches der richtige Ball ist. Viel Spaß! Tic-Tac ist die bessere Taktik. Habt ihr gesehen? Ja. Also wir fanden, das waren unsere Top 3. Meine Top 3, deine Top 3. Und wenn ihr mehr Taktikübungen sehen wollt, dann schaut auf tennistraining-online.com. Über 2000 Tennisübungen warten da auf euch von Timo, mit Timo unter anderem und natürlich auch von mir. Also bis dahin, euer Martin und Timo, ciao. Ciao.